Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Mein Intro-Tierchen heute, ein aus meiner Sicht besonders schönes Tier. Das ist im Prinzip ist ein Iguana rhinolopha. Allerdings kommt er von den Antillen, von den Grenadine Islands, also so eine Inselpopulation von den Iguanas. Auf den Antillen gibt es so ziemlich auf jeder Insel eine andere Population. Die sehen auch wirklich völlig verschieden aus, also vor allem wenn sie noch größer werden. Das hier ist jetzt ein Jungtier, ein einjähriges. Wenn die größer werden, verändern die noch extrem ihre Farbe. Der hier fängt jetzt auch an, der kriegt hier so das Pink-Orange hier oben an der Zeichnung. Das wird noch mehr werden, wird sich noch verstärken. Deswegen, also es sind auch wirklich Raritäten. Es gibt da eine Farm dort, die sich so spezialisiert hat auf die Inselpopulationen. Und da kommt der her, also ein Iguana von den Antillen als Intro-Tierchen heute für euch. Jetzt aber zum eigentlichen Thema heute. Das Thema heute ist das Unboxing auf Neudeutsch, ne? Das Terrarientier kommt zu euch nach Hause. Da haben wir euch hier so einen kleinen Gag vorbereitet. Hier Unboxing eines 4 Meter langen Netzpythons. Wie gesagt, das Ganze nur ein bisschen als Gag oder als nicht ganz so ernst gemeinte Situation hier. Aber generell, Terrarientiere kann man wirklich gut verschicken, lassen sich über Tierspeditionen versenden. Ich glaube, es ist in vielen Fällen ökologisch sinnvoller. Das Tier kommt mit einer Spedition zu euch zu Hause, wie wenn ihr hunderte oder gar 1000 Kilometer Sprit verpulvert, kann man sich die Tiere, wie gesagt, mit einer Tierspedition auch bringen lassen. Klar, der Idealfall ist natürlich, ihr geht selber hin zum Züchter oder zu dem Lieferanten oder zu uns, holt das Tier persönlich ab. Aber es gibt bestimmt viele Fälle, wo der Versand eine gute und sichere Alternative ist. Darum geht es in der heutigen Sendung. Das Tier kommt bei euch an. Wie verhaltet ihr euch richtig, wenn das Tier ankommt? Ne? So die ersten Tage, das Eingewöhnen oder auch der Moment, wenn das Tier ankommt, wenn ihr es auspackt. Das wollen wir in der heutigen Folge zeigen. Ja, und der hält jetzt auch gerade, macht schön mit und kommt hier schön aus seinem Böckschen raus, hier der Netzpython Piebald in dem Fall. Wenn die Tiere bei euch eintreffen, kommt in der Regel irgend so eine Styrobox an, so ähnlich wie hier. Auch ein wichtiger Punkt, also Eintreffen von einer Tiersendung ist in der Regel am Vormittag zwischen 8 und 12, ne, hat man so ein Zeitfenster, wann die Tiere kommen. Das ist auch gut, dass die am Vormittag kommen und irgendwann am Nachmittag oder am Abend, weil umso länger sind sie unterwegs. Ne. Also die werden ja am Nachmittag davor verschickt, sind über Nacht unterwegs und am nächsten Morgen kommt der Zusteller mit dieser Box. Termin muss man absprechen, ist wichtig. Egal von wem ihr das Tier bekommt, von uns, von jemand anders, sprecht den Termin genau ab, dass an dem Vormittag auch jemand zu Hause ist. Es kann sein, dass jemand anders zu Hause ist, nicht ihr persönlich, ihr seid auf Arbeit, in der Schule, studieren, weiß der Herrgott was. Im Prinzip egal, der, wo das Paket annimmt, soll es annehmen und soll es einfach bei ganz normaler Zimmertemperatur abstellen. Das ist schon mal der erste Schritt. Also nicht, dass der hingeht und diese Box auf die Heizung stellt oder in die Sonne stellt oder ins Terrarium oder aufs Terrarium. Alles zu warm, alles zu riskant. Einfach bei Raumtemperatur abstellen. Das ist sogar gar nicht schlecht, wenn diese Box einfach 2-3 Stunden bei normaler Zimmertemperatur steht, weil das Tier war, wie gesagt, über Nacht unterwegs. Da kann es sein, dass es irgendwo zwischen 10 und 20 Grad Temperatur hatte über Nacht und dann ist es eigentlich ganz gut, wenn es sich in einem warmen Raum so bei 22, 23 Grad ein paar Stunden akklimatisieren kann. Ja? Und wenn ihr dann nach Hause kommt oder wenn ihr schon da seid, dann macht ihr die Box, macht ihr die auf, packt euer tolles Tier aus. Ich habe hier meiner Kollegin gesagt, sie soll es mal schön einpacken, so originalgetreu wie es ist. Jetzt hat sie leider den Deckel vergessen. Kim, der Deckel hat gefehlt hier in der Box, aber egal. Also hier ist natürlich auch noch ein Styropordeckel normalerweise oben drauf, den macht er auch weg. Dann ist das Ganze gut in Zeitung eingewickelt, würde ich euch empfehlen. Egal, Sommer wie Winter,
immer gut mit Zeitungspapier einwickeln. Zeitungspapier kühlt und wärmt sowohl als auch, beziehungsweise schafft einfach ein durchschnittliches Klima da drin. Ne? Also deswegen wirklich viel Zeitung um das Tier rum. Ne? In dem Fall jetzt haben wir hier so einen jungen Königspython, ein Bambu in dem Fall, beziehungsweise Bambu Yellowbelly, beziehungsweise Bambu Gravel. Der ist hier in so einer Heimchendose eingepackt. Ne? Hier sind Luftlöcher in der Heimchendose drin. Da ist der drin. Wie gesagt, mit Zeitungspapier eingewickelt. Ein Taschenwärmer, das zeige ich euch jetzt auch noch schnell. Das haben wir zumindest richtig nachgemacht. Hier in der Box ist noch ein Taschenwärmer so in der Seite drin. Der Taschenwärmer ist hier vor den Luftlöchern so davor geklebt, dass die Luft, die reinkommt, von dem Taschenwärmer noch angewärmt wird. Also so versenden wir die Tiere, so würde ich es euch empfehlen und so nehmt ihr die in Empfang. Das Tier kommt bei euch an. Wenn ihr das jetzt rausnehmt, wie gesagt, nicht erschrecken, das wird sich kühl anfühlen, das ist auch logisch. Nachts ist es kühl, selbst wenn ein Taschenwärmer drin ist. Der Taschenwärmer ist auch nur in den kalten Monaten drin. Wenn es draußen tagsüber warm ist auch kein Taschenwärmer mit drin. Passt auf, auch ein alter Spruch von mir. Ein Terrarientier bzw. ein Reptil ist viel schneller überhitzt bzw. stirbt schneller an Überhitzung. Ne? Wenn ihr das jetzt auf 40 Grad hochhitzt mit Taschenwärmer und draußen hat es meinetwegen auch 25 oder 30 Grad, dann ist das Risiko, dass das Tier überhitzt, viel größer. Ich mache jede Wette, es sind schon viel mehr Tiere bei einem Versand geschädigt worden oder gar umgekommen, weil sie überhitzt haben. Ja? Also macht den Fehler nicht, dass ihr es übertreibt mit Taschenwärmer, sondern seid wirklich vorsichtig. Unterkühlen oder erfrieren tut ein Terrarientier wirklich ganz, ganz schwierig oder selten. Da muss es schon brutal kalt werden, da muss ein Wahnsinnsfehler passiert sein. Das ist echt schwierig. Sowieso, wenn er so mit Zeitung und so weiter arbeitet, das dämmt auch nochmal gut. Also ein Erfrieren oder selbst ein Unterkühlen ist wirklich fast auszuschließen. Nichtsdestotrotz wird das Tier relativ kühl ankommen, hat auch damit zu tun, ihr selber habt 37 Grad Körpertemperatur, das Tier hat vielleicht 20 Grad Körpertemperatur oder vielleicht sogar nur 15 Grad Körpertemperatur. Ne? Wechselwarmes Tier nimmt die Körpertemperatur seiner Umgebung an. Selbst 15 Grad für eine kurze Zeit, für ein paar Stunden, sind für 99% der Terrarientiere überhaupt kein Problem. Ja, das gibt es auch mal in der Natur. Es gibt mal eine kalte Nacht oder so. Es gibt mal eine Regenperiode, wo die Temperatur absinkt. Die Tiere vielleicht in einem feuchten Versteck liegen, wo die Temperatur noch kälter ist. Also das wird sicherlich in der Natur auch geben. Für eine Nacht gar kein Problem. Macht euch da, behaupte ich mal, oder beachtet es, aber macht euch nicht zu große Sorgen oder erschrickt nicht, wenn das Tier kalt ankommt. Was dabei aber ein wichtiger Punkt ist, eben das Tier kommt an, sagen wir mal mit 15 Grad, tut es natürlich nicht 15 Grad kalt in euer 30 Grad warmes oder heißes Terrarium legen. Das ist auch wieder viel zu brutal, ne? Dieser Temperaturunterschied. Beziehungsweise ihr selber kennt es vielleicht auch im Winter, wenn ihr eiskalte Finger habt, ne? Wenn er die dann auf die warme Heizung legt, dann tut es noch mehr weh an den Händen oder sowas. Ne? Oder unter das heiße Wasser halten die kalten Finger. Ne? Die hält man ja auch erst mal unter das kühle Wasser eine Zeit lang, damit das alles wieder wegen sich akklimatisiert. Und genau das Gleiche mit euren Reptilien. Ja? Also nicht gleich ins heiße Terrarium, sondern so wie ich vorher gesagt habe, angenommen das Tier kommt ein paar Stunden früher, steht 2-3 Stunden schon im Wohnraum, dann hat es sich schon akklimatisiert auf 22, 23 Grad, dann kann ich es langsam ins Terrarium machen. Packt ihr das direkt aus, lasst es am besten erstmal, macht es vielleicht, beziehungsweise nicht vielleicht. Wenn es wirklich direkt kühl ankommt, lasst das Tier ganz in Ruhe ankommen in seinem Schlangenbeutel. Also bei größeren Tieren nimmt man einen Schlangenbeutel, bei kleineren Tieren nimmt man oft solche Heimchendosen oder sowas. Lasst das Tier einfach bei Raumtemperatur erstmal in Ruhe auf diese 23 Grad akklimatisieren, 2-3 Stunden lang. Auch nicht anfassen, nichts machen mit dem Tier, einfach ganz in Ruhe lassen. Ja. Auch das Anfassen, wenn das Tier kalt ist, 15 Grad, ist ja Stress für das Tier. Ne. Lasst einfach ganz in Ruhe. Dann nach einiger Zeit, wenn ihr denkt, okay, jetzt hat es gut Raumtemperatur, dann könnt ihr das Tier so langsam ins Terrarium machen. Wie gesagt, vielleicht das Terrarium auch nicht gleich
volle 30 oder gar über 30 Grad oder wenn ihr bei vielen Echsen hat man ja zum Teil unterm Spot 40 Grad oder sowas, ne? Dann vielleicht eine kühle Stelle im Terrarium und dann kann sich das Tier langsam selber seinen Platz im Terrarium aussuchen, beziehungsweise vermutlich entweder versteckt sich es gleich oder es wird tatsächlich unter den Spot oder unter die Wärmestelle kriechen und sich dann aufwärmen. Dann kommt im Prinzip erstmal die Eingewöhnungszeit für das Tier. Ne? Das ist auch so eine häufige Frage, die ich kriege. Ja, wann soll ich das erste Mal füttern und so weiter. Kommt jetzt natürlich drauf an, habt ihr Schlangen, Echsen, Schildkröten. Also bei Echse und Schildkröte würde ich am Tag nach der Ankunft das erste Mal Futter anbieten. Stellt Futter hin oder macht ein paar Heimchen oder ein paar Insekten rein, bietet Futter an. Ist aber durchaus möglich, dass der am nächsten Tag der Ankunft noch nicht gleich ans Fressen geht. Ist ja logisch, ne? Die Tiere haben natürlich schon einen Stress vom Umzug. Das Gleiche gilt auch, egal, unabhängig, ob ihr das jetzt verschickt habt oder ihr das Tier persönlich abgeholt habt. Also ab jetzt ist alles wieder genau gleich. Ne? Selbst wenn ihr das Tier selber spazieren gefahren habt, ab jetzt alles genau gleich. Lasst das Tier in Ruhe eingewöhnen. Wie gesagt, bei Schildkröten und Echsen könnt ihr direkt am nächsten Tag Futter anbieten. Eine Schlange lasst ihr auf jeden Fall mal 3, 4, 5 Tage eingewöhnen. Ihr könnt ja den Vorbesitzer fragen, wann hat sie zuletzt gefressen. Der wird euch sagen, wahrscheinlich vor 5 Tagen oder sowas oder vor einer Woche. Also wenn es wirklich schon eine Woche her ist oder länger, dann könnt ihr nach 3, 4 Tagen vielleicht das erste Mal Futter anbieten. Wenn das Tier 2, 3, 4 Tage vor der Reise gefressen hat, dann wartet ruhig ein bisschen länger, ruhig 5, 6 Tage, bis ihr das erste Mal Futter anbietet. Ja. Das Futtertier am Anfang auch nicht so groß, ne? Wenn ihr ein Tier gekriegt habt, nicht gleich ans Maximum gehen beim Futtertier, sondern vielleicht erst mal ein bisschen was Kleineres füttern und dann beobachtet mal, was passiert. Ja. Aber unterschätzt diese Eingewöhnungszeit nicht, die ist wirklich ganz wichtig für das Tier. Bei dieser Eingewöhnungszeit gibt es auch wirklich sensible Tiere. Da ist dann auch nach ein paar Tagen oder auch nach einer Woche noch nicht getan. Speziell möchte ich hier nennen, die grünen Leguane sind recht sensibel, vor allem umso größer sie werden. Ne? Bei einem Baby merkt man es noch nicht so, der geht relativ schnell ans Futter. Habt ihr ein mittelgroßes oder großes Tier, kann das Tage bis Wochen dauern. Ja? Iguanas. Krokodile sind ganz extreme Sensibelchen. Ne? Wenn ihr ein neues Krokodil bekommt, die ersten 1, 2 Wochen frisst er erstmal nichts in der Regel und dann so ganz langsam fängt das Fressen an. Ja? Was haben wir? Iguana, Krokodile, Schildkröten, ja? Landschildkröten. Ist eigentlich auch ein bisschen ähnlich. Umso kleiner die sind, merkt man vielleicht noch nicht so viel davon. Umso größer die werden, umso mehr werdet ihr es merken. Und vor allem mein Eindruck ist auch die großen Arten, so Aldabra-Schildkröten oder sowas. Also bis die es fressen also es gibt ein paar Tiere, die fressen gleich am nächsten Tag. Das sind, glaube ich, eher die Ausnahmen. Die meisten Tiere brauchen einige Tage. Und es gibt Tiere, die erst mal 1, 2 Wochen gar nichts fressen. Ja, also lasst euch da auch nicht verrückt machen. Das merkt man am Verhalten. Die sind dann relativ versteckt, sind ganz scheu. Sobald jemand in den Raum kommt, hauen sie ab, verstecken sich oder kommen erst gar nicht raus. Also die Reptilien sind ja nicht gerade die höchst entwickelten Tiere, ne? Vom Verhalten, von der Intelligenz, aber sie haben doch zum Teil einiges mehr, wie man denken würde, ne? Oder wie mancher von uns vielleicht denkt. Also man kann denen wirklich, die sind sensibel, wenn die umgesetzt werden, wenn die eine neue Umgebung haben, dann sind die oder viele davon erstmal etwas zurückhaltend und beachtet oder habt es im Hinterkopf und macht euch auch nicht gleich Sorgen, ui, was ist denn da los? Oder vor allem stresst ihr auch nicht gleich. Ne? Dann gibt es Leute, die rennen dann gleich zum Tierarzt, dann hat das Tier noch mehr Stress. Ja? Oder die machen im Terrarium, tun dann laufend umbauen, machen es wieder anders. Klar, wenn ihr irgendwo einen Fehler drin habt, wenn irgendwas nicht stimmt an der Technik, am Klima, dann müsst ihr das natürlich schnell beheben. Aber deswegen ist wichtig, macht vorher alles richtig, das muss vorher alles passen. Und wenn das Tier kommt, dann will das Tier einfach Ruhe und will nicht noch hier die großen Umbaumaßnahmen oder wie gesagt, oder wenn ihr ein gesundes Tier erwerbt, klar kann das Sinn machen, das beim Tierarzt mal zu zeigen oder auf Parasiten zu untersuchen zu lassen oder einfach mal so allgemeine optische Untersuchung. Aber vielleicht erst,
wie gesagt, erst dem Tier ein bisschen Zeit geben, dass er sich gut akklimatisieren kann, weil sonst mit dem ganzen Stress, also ich habe es schon manchmal erlebt, wenn die Leute übervorsichtig waren, dadurch wurde es immer schlimmer und schlimmer und das Tier konnte sich gar nicht eingewöhnen und ist ewig lang nicht ans Fressen gegangen. Das macht dann natürlich auch keinen Sinn. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.